1.799 €. Ja, zumindest mal am 11. Juni 2022. MyVelo, wir sind im Badischen. Da haben sich zwei Jungs wirklich zusammengetan, schon seit langem, und haben die Klappradindustrie ein bisschen revolutioniert. Das Ganze gibt es in matt-weiß und in matt-schwarz. Das Design ist hier natürlich ein bisschen schöner wie hier, weil, ich sag mal, die Batterie, da reden wir aber 1.499, glaube ich, bei dem. Wie ist der Preis von dem? 1.699. 1.699. Und das kostet 100 € mehr. Ganz genau. Dafür ist die Batterie aber integriert wahrscheinlich im Standrohr, oder? Genau. In der Sattelstütze voll integrierte Batterie. Die Sattelstütze sogar auch abschließbar. Dahingehend sehr, sehr wichtig, wenn ich das wirklich als Pendlerfahrzeug hernehme und trotzdem mal am Bahnhof abstellen möchte. Dann schließe ich die Sattelstütze mit weg. Und der Akku, wir verbauen wirklich Panasonic-Zellen in dem Akku und haben insgesamt 460 Wattstunden, also richtig viel Power. So, ganz wichtig ist die Motorleistung, die ihr eingebaut habt. Der, ich sag mal, ist begrenzt. Wie viel Newtonmeter hat der Motor? Der hat 45 Newtonmeter. 45. Das ist also wirklich für alle Bedürfnisse ausreichend im Campingbereich. Ihr habt aber auch Räder mit, ich sag mal, 65 Newtonmeter. Das sollte man wissen, wenn man jetzt viele Berge fährt, oder? Ja, das Fahrrad ist wirklich gut motorisiert. Es ist nicht dafür gebaut, eine Alpe d'Huez Etappe zu fahren, aber für den Pendler, für den Camper, wo in den Weinbergen unterwegs ist es ausreichend motorisiert. Ganz im Gegenteil, macht richtig Spaß, das Fahrrad. Ja, wir werden das gleich mal testen. Das Ganze hat ganz viele kleine Details, wie zum Beispiel hier vorne ist ein Magnet, der das Fahrrad auch hält, wenn es zusammengeklappt ist. Das sind ja Falträder, damit es nicht einfach so auseinanderkommt. Ein paar Sachen. Sollen wir uns mal gerade die Batterie mal anschauen? Kann man die rausnehmen eigentlich oder ist die fix? Die kann man rausnehmen, auch komplett rausnehmbar. Zeig mal, wie das geht. Dahingehend total einfach. Ich habe hier unten eben eine Befestigungsschraube am Rahmen. Die mache ich einmal hier weg. Und dann ziehe ich einmal den Stecker raus. Zack. Verbindung das war's. gelöst. Das war's. Dann gehe ich hin, mache die Sattelstütze auf und ziehe einmal das ganze System hier raus und habe eben hier auch einen super Kantenschutz. Heißt, auch das Kabel wird mir nicht wegbrechen. Das Gewicht steht hier nämlich tatsächlicherweise dann einmal hier auf der Unterseite auf. Kann ich laden außerhalb des Fahrrads? Ja, klar. Geladen wird über die Ladebuchse hier oben. Staubkappe einmal nach hinten und Ladegerät hier oben rein. Okay, also ganz simpel. Sowas habe ich noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habt ihr das vorher gesehen, bevor ihr das entdeckt habt? Ja, wir sind ja schon bekannt für die eine oder andere Finesse im Klappradbereich und dementsprechend auch hier. Auch mit der Skala ist super. Gerade wenn ich zu zweit das Fahrrad nutze oder ich klappe es wirklich regelmäßig ein und aus. Man muss nicht jedes Mal probieren. Ganz genau. Dann weiß ich fahre bei 100 und stelle es mir ein und fahre los. Ja, das Ganze hat Zulassung, das muss ich erwähnen. Es hat ein CE-Siegel. Das habt ihr nicht einfach nur draufgeklebt, sondern da ist ein Spezialist mit dabei für das Thema Homologation. Wenn Sie denn kommen, Sie müssen ganz viele Parameter erfüllen, damit Sie überhaupt in Deutschland fahren dürfen. Genau, Vorgabe natürlich bei uns die STVO, dass wir auch nicht über die 25 km/h kommen, dass unser Display oben nicht irgendein geheimes Programm drin hat, was wir dann irgendwie cracken können und dann das Fahrrad doch nicht irgendwie zulässig ist und dann ein unzugelassenes kleines Motorrad ist. Dementsprechend kann man auch hier mit unseren Fahrrädern dann auch auf die sichere Seite sein, dass wir auch mit den ganzen Zertifizierungen, die wir mit unserer Lieferanten dann vorher durchsprechen, einfach ein Vehikel haben, was man ohne Bedenken betreiben kann im Straßenverkehr. So, ich stelle dich mal kurz vor, du bist der Florian. Hallo Florian. Und bei MyVelo unterstützt die Jungs, wenn es im Bereich Zertifizierung und auch so Sachen wie Nachhaltigkeit und Co. geht. Besonders jetzt bei unseren Klappfahrrädern, man sieht es schön braun, das ist veganes Leder, es ist Kunstleder, ist vielen auch wichtig, besonders auch in den Lackierungen. Es werden hier vegane Farben verwendet, also von daher, wer auf der Schiene fährt und auch sich da ein bisschen nachhaltig Rad fahren möchte, gerne auch mit unseren Klapprädern. Dialekt ist Gießen, Fulda? Frankfurter Gegend. Frankfurter Gegend, auch Appleboy. So, trotzdem sind wir in Baden. Also wir sind in einer interessanten Ortschaft, die heißt? Oberkirch. Befindet sich direkt hier im Oberrheingraben zwischen Karlsruhe und Freiburg. So ziemlich genau mittendrin, Höhe Straßburg. Dann wirklich die französische Seite, auch nur 20 Kilometer weg und wirklich eine tolle Urlaubsregion. Wenn ich jetzt eine zweite Batterie haben möchte, geht das? Das geht, ja, klar.
kostet dich dann 510 Euro. 510 Euro. So, tolles Design, also wirklich auch nicht so hingepopelt mit der Batterie. Also der Stecker, der ist ordentlich, die Anschlüsse sind da. Wie lange ist das schon im Programm, das Zürich? Zürich haben wir seit 2020 im Programm. 2020. Das Design kam super an. Das kommt mega an. Dafür werden wir auch geliebt in der Branche und in der Szene. Das ist ja das, was man kennt. Das ist so der typische Tiefeinsteiger. Sieht so ein bisschen aus wie ein Omarad. Ja. Es ist wirklich halt auch einfach nochmal ein bisschen mehr auf Komfort ausgelegt mit dem tiefen Einstieg. Ich nehme es zurück mit dem Omarad. Also das ist ja ganz beliebt. Ich fahre ja selber so ein Ding. Aber damit wird zum Beispiel mein Sohn nicht fahren. Der ist 10, der sagt, da steige ich nicht drauf. Aber hier, das ist cool. Oder? Das ist eine Symphonie, was die Optik angeht. Wirklich auch Designmerkmale mit Ton-in-Ton, Sattel und Griffe und eben auch wahlweise in matt-schwarz oder dann in dem schönen Weißmatt. Ja. Ihr habt dafür Garantie, ihr seid nahbar, das heißt, ihr habt ein Ladengeschäft, Meisterbetrieb. Die meisten Versender kriegst du nicht ans Rohr, muss man fairerweise sagen. Wenn da mal irgendwas dran ist, kannst du froh sein, dass das Lager noch gibt, oder? Oft kommt die Rechnung aus China. Bei uns kommt sie wirklich aus Oberkirch. Wir sind auch für unsere Kunden dann im After-Sales-Service da und supporten da mit allen Fragen, auch rund um die, wie du gern sagen würdest, die Usability. Ja, das heißt die Nutzbarkeit. Du kannst das Fahrrad massiv erweitern. Das sieht man hier. ClickFix ist kompatibel? Total, ja. Sag mal bitte, wie geht das ab? Ja, ganz einfach. Ich kann hier einfach hier vorne drauf drücken. Die ist nicht dabei, die Tasche. Vielleicht direkt... Kann ich die Tasche einmal hier komplett entnehmen. Habe das gleiche eben mit hinten, die Möglichkeit. Genau, wenn du mal kurz zeigst hinten. Ja, noch einfacher. Da muss ich tatsächlich nur einmal die Verriegelung hier oben einmal rummachen und dann ziehe ich hier hoch und habe die Tasche. Das war's. Das heißt, die Tasche hängt an jedem Gepäckträger dran, wenn man das will. Zeig mal bitte die Rückseite, dass ich das mal sehe. Das war's. Das war's, ja. Reinhängen, verriegeln und losfahren. Das war's, okay. Ja, tolle Tasche. Viel Stauraum, Laptop geht rein, Einkauf geht rein. So, das Ganze kann man zusammenklappen, das zeigen wir gleich mal. Es hat viele tolle Parameter, wie zum Beispiel Bremslicht. Bremslicht haben wir hier noch nicht dabei. Kommt sicherlich in den nächsten 1-2 Jahren. Aber wir haben ein vollwertiges LED-Licht vorne wie hinten. Die machen richtig hell. Okay, das ist wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel mal fahre. Ich komme jetzt von der Tour nach Hause in Spanien, ist doch dunkel und fahre durch den Wald durch. Die Lampen sind ordentlich. Funktionieren tun die alle? Brechen die leicht ab? Oder? Nee, gar nicht. Sind fest verschraubt. Kabel auch entsprechend hier in der Kabelführung mit dabei. Ach, die Halterung ist aus Metall und nicht aus Kunststoff? Metallhalterung, ganz genau. Es sind die Details, auf die man achten muss. Also es fängt an, dass man sich zum Beispiel auch bei den Pedalen nicht unbedingt direkt alle Finger kaputt macht. Es gibt Pedale, kannst dich super leicht einklemmen. Wie geht's hier? Drücken. Ganz entspannt, ja. Bisschen Druck drauf geben im Daumen, dann kann ich es wirklich mit 2 Fingern zuklappen und aufklappen. So, das Zürich wird in Zürich gebaut? Jein, genau. Also das Zürich hat eben einen Städtename, wie all unsere Modelle und wird eben von uns als Hersteller MyVelo produziert. Ich zeige es mal gerade, der Gepäckträger hat 4 Aufnahmepunkte, 25 Kilo, der kann auch ein bisschen was. Das Ganze ist ja dazu gedacht, dass ihr es nicht in 2 Minuten wieder auf dem Hof stehen habt, denn es gibt was ganz Gemeines. Als Versandhändler gibt es einmal Amazon-Bewertungen, es gibt Google-Bewertungen, es gibt was weiß ich. Macht ihr nur Direktvertrieb oder gibt es die auch bei Amazon, die Räder? Nee, also wir machen tatsächlich nur den Direktvertrieb, da haben wir uns bewusst dafür entschieden. Und ich glaube, das müsste der Kunde bezahlen, die Gebühr von Amazon. Die müsste dir oben drauf hauen, oder? Ja, ganz genau, und das wollen wir eben nicht. Die Leute sind wirklich direkt bei uns. Wir wollen auch wirklich die Nähe zu unseren Kunden und dementsprechend auch den guten Service bieten. So, PayPal habt ihr? PayPal haben wir. Wir haben eigentlich alle Zahlungsdienstleister, die du dir so vorstellen kannst. Ja, man kann jetzt bei PayPal übrigens auch in Bitcoin bezahlen. Seit, glaube ich, einer Woche noch nicht in Deutschland, aber demnächst. In Amerika ist es schon eingeführt. Ich hoffe, du hast es gelesen. Ich habe es gelesen, ja, hast recht. Du kannst aber bei uns auch über Rechnung, über Klarna bezahlen und sogar Ratenkauf in 3 oder 4 Raten geht alles. Ihr habt ein ordentliches Rücklicht eingebaut. Das ist gar nicht so einfach, so eins zu finden. Ja, das ist sehr wertig, macht auch wirklich hell, bietet mir die Sicherheit, dass ich im Straßenverkehr gesehen werde. Ich habe sogar hier nochmal einen Reflektor und habe damit die doppelte Sicherheit. So, das ist auch mit eingebaut, das heißt, sollte es mal nicht gehen. Das Rücklicht wird gespeist über den Hauptakku. Das heißt, auch wenn der mal leer werden sollte, das muss ja nachleuchten, oder? Genau, ich habe jetzt hier nicht noch irgendwie eine Batterie, wo ich ständig im Blick haben muss, dass die geladen ist.
Ich habe tatsächlich komplett Stromversorgung über mein Akkusystem. Ja, sieht man, Kompatibilität pur, ClickFix Unix, der passt. Zeig mal bitte, wie das geht. Das ist total easy. Also ich kann den wirklich einmal hier drauf klappen und dann wieder abnehmen. Und binnen Sekunden habe ich einen vollwertigen Korb. Den kann ich auch problemlos zum Einkaufen mitnehmen. Und der sitzt hier drauf. Ich kann sogar das ganze Fahrrad an dem ganzen Korb hochheben. So, und wir haben was ganz Tolles. Wenn du es mal gerade runternimmst, dann zeigen wir mal das Fahrrad. Es hat ein großes Display, LCD-Display mit drin, das heißt mit hohem Kontrast. Das Zürich 1000 und Preis von dem? 1799. Ist doch fair, oder? Wenn du siehst teilweise, dass, ich sag mal gerade Falträder werden ja angeboten von namhaften deutschen Herstellern, da geht es meistens los um die 3000 Euro. Das muss nicht sein, oder? Das geht auch günstiger, dafür sind wir angetreten und beweisen das schon ein paar Jahre und unsere Kunden lieben das auch. Ja. Man muss dazu sagen, viele deutsche Hersteller haben jetzt natürlich Mittelmotoren mit drin, mit Drehmomentsensor. Euer System funktioniert viel einfacher. Das heißt also, es misst die Trittumdrehung. Es hat eine automatische Abschaltung an den Bremsen, stimmt das? Das stimmt, ja. Können wir uns gerne mal kurz anschauen. Das heißt, sobald ich bremse, ist die Motorleistung weg. Und das haben viele nicht. Das heißt, die treten nach, obwohl ich gar nicht will. Sobald ich hier bremse, ist einmal auch komplett der Motor einmal weg. Können wir uns auch gerne hier einmal anschauen. Jetzt unterstützt der Motor und jetzt bremse ich und... Achso, der wird abgeschaltet. So, jetzt habe ich nur Signal gegeben und jetzt springt der Motor erst wieder an, wenn es wieder pedaliert. Die Reichweite ungefähr, wenn ich jetzt, ich sag mal im realistischen Alltagsbetrieb 30, 40 Kilometer? Nee, mehr. Tatsächlich realistisch gesehen sind es zwischen 50 und, je nachdem wie stark ich dazu treten möchte, 80 Kilometer. So, es ist zugelassen, es hat ein CE-Zeichen, überall. Das muss man betonen, denn wir testen im Moment ganz viele nicht zugelassene Räder. Ich habe letztes Mal eins getestet für 700 Euro. Da habe ich auch die Empfehlung gegeben, zum Brötchen holen, okay, auf dem Campingplatz, aber bitte nicht auf die Straße fahren. A, darf man es nicht, weil es nicht zugelassen ist. B, war die Qualität auch so fürchterlich, muss ich sagen. Aber dafür hat es nur 700 Euro gekostet. Aber du sagst, wer billig kauft... Kauft zweimal, ganz genau so. So ist es ja am Ende des Tages. Und ich möchte ja ein Fahrrad, wo ich auch verwenden darf, weil die wenigsten von uns haben so einen großen Garten, dass ich jetzt da tagelang hin und her fahren kann. Also es bringt mir einfach nichts, so ein Fahrrad. Und dementsprechend ist uns wichtig, dass das Fahrrad allen Ansprüchen, auch den Sicherheitsansprüchen Genüge tut und eben entsprechend von unseren Kunden vollwertig einsetzbar ist. Es hat ein zugelassenes Daumengas und das ist, glaube ich, sensationell. Das heißt, wenn ich das hier gedrückt halte, dann fährt es 6 km/h durchgehend. Ja, ist richtig. Also ich habe hier die Möglichkeit, gerade den ersten Meter wunderbar soft anzufahren und das ist einfach ein Hochgenuss, entsprechend da losdüsen zu können. Und gerade auch wenn es so ein bisschen den Berg hoch geht, dann ist es Der Vince, zeig's mal kurz. So, jetzt haben wir exakt 6 km/h. Genau. Und das macht richtig Spaß. Gerade wenn ich jetzt voll bepackt bin mit der Badesache und runter in den See fahre, dann gehe ich einfach mal aufs Daumengas, gebe mir den ersten Meter und cruise dann ganz gemütlich los. Ja, was ziemlich cool ist, man muss auf der höchsten Stufe nur so tun, als ob man tritt. Also wenn ich vollkommen ausgepowert bin, es hat keinen Drehmomentsensor, sondern einen Umdrehungssensor. Das heißt, er misst, ob ich pedaliere und das ist die Vorschrift. Und bei euch ist es total cool, wenn ich gar keinen Bock mehr habe, mache ich einfach Gang Nummer 1, mache die höchste Stufe rein und dann fährt es fast von alleine. Ganz genau, ich bin dann wirklich nur der Signalgeber, ganz ohne Druck auf dem Pedal und der Motor unterstützt mich mit voller Leistung. Zeig mal bitte. Ja, gern. Das heißt also, du bist ja jetzt Sportler, ihr fahrt wirklich Hardcore-Fahrrad, könnt das auch, aber du kennst es ja selber, du willst ab und zu mal eigentlich Moped fahren. Ja, oder einfach auch zur Arbeit pendeln. Da möchte ich auch nicht verschwitzt ankommen, egal wie sportlich ich unterwegs sein kann. Das Fahrrad fährt jetzt quasi allein, oder? Ja, das sind dann wirklich andere Dinge wichtig und das ist zum Beispiel entspanntes Ankommen am Arbeitsplatz. Boah, ist ein schönes Fahrrad. Also ich wüsste jetzt nicht, schwarz oder weiß, was denkst du? Weiß. Weiß, warum? Bist du so eine Weiße? Ja, dann scheine ich nicht so blass daneben. Okay. Das Weiß hat natürlich einen Vorteil, ich werde gesehen, aber Weiß machen die wenigsten, Schwarz machen alle. Das mit den braunen, ich sag mal veganen Leder, sagt ihr immer, es ist Kunstleder mit drauf. Ist das haltbar? Definitiv, also wirklich klasse, auch über Jahre hinweg. Auch mal im Regen stehen bleiben, geht nicht gleich spröde und platzt auch nicht gleich auf. So. Ein wichtiger Punkt haben wir noch und zwar ist die Sattelstütze abschließbar.
Bedeutet, ich gehe gerade hier rein, verriegel das Schloss einmal. Dazu muss eben die Sattelstütze direkt unten drunter mittig sein und dann ist verriegelt und keiner klaut mehr meine Sattelstütze. Was der Akku ist, das Herzstück. Ja, ist natürlich der Akku drin. Einer könnte es klauen. Trotzdem, meine Empfehlung ist ganz klar, besorgt euch ein ordentliches Schloss. Das Schloss darf auch gerne mal 100 € kosten, weil das kann ich mitnehmen fürs nächste Fahrrad. Was ist eure Empfehlung bei Schlössern? Faltschlösser, genau. Welches? Das Bordeaux 6000 verwenden wir eigentlich am häufigsten. Das Gibt es auch mit Alarmanlage, ist gar nicht so schlecht. Also dann hat man das mit dabei. Aber ist auch nicht die absolute Sicherheit. Wir haben das Bordeaux 6000 geknackt mit einem Lidl 30 € Flex mit halbleerem Akku und abgenutztem Blatt in 35 Sekunden. Ja, gegen wirklich professionelle Diebe hast du halt wenig Chance. Das ist einfach so. Da passt aufs Fahrrad auf. Ja, da gibt es dann wirklich nochmal andere Techniken, wie entsprechend halt ein Alarmsystem, wo dann über GPS das Fahrrad wieder ortet. So, das habt ihr auch. Das haben wir auch, genau. Okay, ja. Sehr schön. Zürich, hier steht's. Ja, wir sind bei MyVelo. Das Ganze gibt es versandkostenfrei zu bestellen für 799 € mit einem Sattelakku. Das finde ich total klasse. Ich habe euch nämlich gebeten, druckt das Ganze mal aus. Hier haben wir unser Nummernmodel mit dabei. Zeigt das mal. Leichtes Elektro-Klapprad Zürich. Ich nehme das zurück mit dem Nummernmodel. Also da bist du bist ja aus dem Nachbarort, gell? Das Model darf ruhig stehen bleiben. Das ist so. Wie kriegt ihr das hin mit den Preisen? Weil das ist ja doch schon, ich sag mal, dafür, dass es zugelassen ist, ihr Fachhändler seid, greifbar seid, ist wahrscheinlich eine Mengensache, oder? Zum einen das und zum anderen halt auch wirklich das Thema Direktvertrieb. Wir sind da komplett unabhängig und haben da nicht nochmal irgendwo Händler zwischengeschaltet und dementsprechend bekommen wir dann super Preis raus bei entsprechend sehr hoher Qualität. So, hier ist es in schwarz, wenn ihr es bestellen wollt, myvelo.de. Vielen Dank fürs Einschalten. Abholen könnt ihr es übrigens auch hier. Es gibt sogar einen Stellplatz, einen Wohnmobilstellplatz, ungefähr 300 Meter weg. Tschüss!